Mohammed Ben Sulayem muss sich in den ersten Monaten seiner Tätigkeit mit einer Reihe wichtiger Probleme auseinandersetzen. FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem muss sich mit einem weiteren dringenden Problem befassen, zusätzlich zur Bewältigung der Bedrohung durch den Rücktritt von Lewis Hamilton aus der Formel 1. Ben Sulayem wurde im Dezember zum nächsten FIA-Präsidenten gewählt, Tage nach dem Weltmeistertitelgewinn von Max Verstappen. Verstappens Weltmeistertitel führte natürlich zu Hamiltons Niederlage und verhinderte, dass er eine 8. Fahrerkrone holte. Und das Ergebnis spielte sich unter kontroversen Umständen ab, nachdem FIA-Rennleiter Michael Masi die Führung des Briten eine Runde vor Schluss ausradiert hatte. Der Niederländer hatte noch eine Aufgabe zu erledigen, aber auf viel frischeren Reifen führte er in der letzten Runde ein dramatisches Überholmanöver aus, um Hamilton den Titel wegzuschnappen. In den folgenden Tagen gab Mercedes-Chef Toto Wolff bekannt, dass Hamilton von der Formel 1 desillusioniert war, und weigerte sich, seinen Rücktritt auszuschließen. Seitdem ist nur noch sehr wenig vom 7-fachen Weltmeister zu hören, sodass sich die Fans fragen, ob er 2022 zu Mercedes zurückkehren wird. Als vielleicht größter Name des Sports ist Ben Sulayem verständlicherweise sehr daran interessiert, ihn so lange wie möglich bei sich zu behalten. Aber da Hamilton bis Anfang Januar nicht auf die Nachrichten des FIA-Präsidenten reagiert hatte, ist seine Rückkehr alles andere als garantiert. Als ob das nicht genug wäre, hat Ferrari-Chef Mattia Binotto auf eine dringende Angelegenheit aufmerksam gemacht. Das Jahr 2026 wird den Beginn einer neuen Power-Unit-Ära signalisieren, und Binotto hat Ben Sulayem aufgefordert, die neuen Vorschriften so schnell wie möglich einzuführen. Angesichts der langen Vorlaufzeit für die Entwicklung von Antriebseinheiten nach neuen Vorschriften wird Binotto wahrscheinlich nicht der einzige Teamchef sein, der Dringlichkeit fordert. Ich bin bereits mit ihm, Ben Sulayem, in Kontakt, sagte Binotto, wie von GP-Fans zitiert. Ich war zweifellos vor den Wahlen in Kontakt und ich bin bereits mit ihm in Kontakt, um zu erfahren, was als nächstes ansteht und was die dringendsten Angelegenheiten für die F1 sind. Ich sehe, dass in dringenden Angelegenheiten, die Energieeinheit, für 2026 eines der Themen sein kann. Ich freue mich sehr, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich selbst bin Teil des Weltrates. Als Delegierter der F1-Kommission, als Ferrari, das bedeutet, dass ich dort bin,